Dann in Front, direkt dahinter, kämpft Daniel. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you drop. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to VTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Tommy. Da kam und Ben holt sich mit dem Sieg. Einfach Sensation. Ja, hallo liebe Simracing- und Rennsportfans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier zurück zur Sunday Grand Prix Series, Saisonauftakt in Road Atlanta. Die letzte Saison war ja an Spannung kaum zu überbieten und da bin ich schon mal gespannt, was die nächste Saison so bringt. Viele unserer Jungs sind wieder mit am Start. Da würde ich mal sagen, wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, es ist Weihnachten und leider haben wir unseren Tommy heute nicht am Start. Dafür haben wir unseren Thomas Willershausen aus Schweden dabei und der begrüßt jetzt mal unsere Zuschauer auf Schwedisch. Till alla ni som tittar på det här och lyssnar på svenska, så välkommen till första säsongen 2025 där vi startar på Road Atlanta. Och det är just nu då så många som 108 stycken registrerade, där max 38 som splittar det. Så att det blir rätt mycket splittade. Så jag hoppas att det blir kul. Have fun! Good afternoon. We're back. And it's Christmas. Yeah, I definitely need to work out some lighting around here. Anyway, welcome back. We're at Road Atlanta for the first week of the TTC Lotus 79 series. And so many entries. We're at 100 plus already. We'll have to wait and see what split we're in. It's crazy. So nervous. So many new names. We've got the usual gang except Tommy. We've got Thomas Willerhausen, and I believe we might still have Don Runkle Jr. and Dillas. Let's get to it. 108. 108. This is awesome. Absolutely crazy. Crazy. Yeah. Have they given the okie dokie to go? Nope, they have not. Okie dokie with the pokey 36 pokey. times 3 maybe, I think. 38. I think But- 36 is the times 3 is the number. Yeah. Math? I mean, come on. It's alright. But I'm a for victim all- of the for Cali- all of I'm you, a victim- No One matter of- no I'm a matter victim of the which California split you school are, system. have fun. I'm car number 27. I'm car number 7. Robert Simpkins first. I don't Yeah. know what division I'm in, but I'm 28th in mine, in my split. I'm in with Division 2 and Division 3 guys. You and me are Oh, same Thomas, split. I see Yeah. Thomas. Yeah, Yeah, Thomas yeah, is in here with me. Yeah, we're Yeah. we're in the same one. So So are we time in the to go second there? split? Oh, Travis, my other teammate's racing. Oh shit, I didn't know that. I left him hanging. Oh, he was in the last race. I think Yeah, he- he's in our other Discord right now. I got Cleaver. He's probably wondering where the fuck I am. I'm in with Thomas. Heck, I am. Yeah. Sorry. I see you guys are streaming. My bad. Oh, Pank's racing. I haven't gotten the okie dokie to move over. What the heck? Tamas Bitefires in here. Right, I'm in with Willerhausen. I can't see who else. Yeah, I'm Oh, not doing. yeah, I'm in with We are in the bottom split. Are we? Yep. 971 is the, and it goes from 69, 70 and 71. So we are in the bottom split. I'm for sure in split number 2 or 3. Yeah, you are not in third split. So we are in third split. Thank you. Okay, I'm guys, then have a good race. Yeah, All the best. we are trying.
I'm in a split all by myself. No, you are here with us, right? So we haven't got Ben. So top split, strength of field is 4,824. Yeah. That's crazy. That's crazy. Wow. Don't want to be in that one. Did you hear that, Howard and Macintosh? Second is 2710, and this one is 1501. So, Bill, you haven't joined up. I have not. I can't. It doesn't show. Tell me when to join up. Did you? You didn't register, I bet. I registered for the practice session, probably. Yeah. The practice session. You didn't register. Oh, Yeah. I'm not in Ben's split, no. I don't even see a race. I'll hop out then. Oh. Right, good luck, fellas. So you're, good luck. Okay. So, Okay. yeah. I'm gonna go jump into my team channel with my teammate. I don't want to leave him hanging. Yeah. So. Yeah, good All luck, the best. Tom. Good luck. Yeah. Good luck, guys. Good talking to you. Take care. Yeah. No, I'm not going to be able to race because apparently I'm not in. Yeah. Maybe you just joined Thomas on the practice. And that's what you. Yeah, maybe I could. Let me join on the top. Okay, Ben, I'm with you. Are You can look behind see- me. I can't see. You can you look at me driving, Bill, but you can't join the race now because quali has started. I don't know why this has happened before. I'm in a Yeah. practice session for the race and nothing happens. Yeah. Right, guys, I'm gonna qualify. Ja, liebe Zuschauer, 108 angemeldete Fahrer, das ist absoluter Rekord hier. I need to get in the car before I can actually. Wir haben 3 Splits mit jeweils 36 Fahrern Should I qualify? 27. und natürlich können wir nur einen übertragen. 27. Der zweite Split hier ist viel relevanter für die Meisterschaft, deswegen übertragen wir ihn. Aber auch in den dritten schauen wir nach dem Rennen mal kurz rein. Hey, Tiger Steps! Oh my goodness. Tiger Steps, we've got 3 splits of 36 cars. So this is split 2 or 3. Barry West feuert sein Fahrzeug schon mal in der Einführungsrunde in die Mauer. Mine will. Und auch unser Ben startet jetzt in seine Qualifying Session. Insgesamt haben wir heute 10 F1-Fahrer hier im zweiten Split am Start stehen. Absoluter Rekord. Ein Strange of Field von mehr als 2700, das hatten wir hier noch nie. Der Cut zwischen zweiten und dritten Split, der lag bei 3500, so hoch wie noch nie. Deswegen haben wir auch heute Jungs wie Chris Roberts, Barry West, Peter Konieczny und Micky Friesen am Start. Ich glaube, wenn viele der F1-Fahrer heute durchkommen im ersten und im zweiten Split, dann wird es für die F2-Meisterschaft heute nicht so viele Punkte geben. Viele altbekannte Namen wie hier Keith Turner haben auch neue Paints diese Saison, an die man sich erst gewöhnen muss. Und was mich besonders freut, ist, dass Sebastian seine Ankündigung wahrgemacht hat und jetzt hier die ganze Saison im Grid steht. Jeder von euch wird sich sicherlich an das legendäre Duell letzte Saison zwischen Sebastian Starke und Thomas Silbernagel erinnern. Da bin ich mal gespannt, ob wir diese Saison auch so legendäre Rennen dabei haben. Jetzt kommen auch hier schon die ersten Zeiten rein, viele neue Namen. Philipp Kuhnhardt, aktuell auf Pole mit einer 1.10. Jetzt hat sich Mike Christoph Jr. auf Pole Position geschoben mit einer 1.10.6. Auf P3 Fabian Vallet, auf P4 Oliver Verhagen und P5 Luke Teunissen. Oliver Verhagen ist jetzt das zweite Mal über die Ziellinie gekommen, eine 1.10.049, aktuell Pole Position vor Logan Edwards, der Mann mit der Startnummer 1. Weiterhin auf P3 Philipp Kuhnhardt und auf P4 Mike Christopher Jr., P5 aktuell Peter Konieczny und jetzt hat sich Luke Teunissen auf P2 geschoben. Und da kommt jetzt auch unser Ben ein zweites Mal um die Kurve geschossen. 1.11.683, Startposition 21. Vor ihm auf P18 Sebastian Starke, P19 Keith Hörner und P20 Chris Roberts. Right behind Chris Roberts. Ganz vorne auf Pole Position Oliver Verhagen vor Luke Teunissen und Logan Edwards. Ja, das Split ist awesome. Kurt Klapper startet leider nur von Position 32. Peter Konieczny has over 3,100 I-Rating. There's only a couple that haven't qualified in mine. I wish you all the best. Yeah, I'm gonna start from the pit. Okay. I got wrecked and lost the left part of the front wing in the previous race. You that are was-
the racing reporter from the third split. You know? Oh, such a strong second split. It's going to be tough, guys. We never had such a strong second split, I think. If I could have done the quali like I did the last test one, I would have been P3. Tamas Bartfei must start from the back. No qualifying. Yeah. I think he had a connection issue, but he's back. Oh, ein denkbar schlechter Start in die neue Saison für unseren Vize-Champion Tamas. Okay, here we go. Oh, I think he was just late coming in. From P1 to P19, only 1 second. Good luck, everybody. The times are all so close in this split. Good luck, everybody. So, let's take a look at the start. Und da haben wir auf Pole Position Oliver Verhagen. Auf P2 startet Luke Teunissen. P3 Logan Edwards. Von P4 startet Philipp Kuhnhardt. Auf P5 haben wir Peter Konietzny. P6 Ryan Turcotte. P7 Josh Brain. Von P8 startet Mark Sebastian. Auf 9 haben wir Mike Christopher Jr. und auf P10 AJ Jesse. Von P22 geht Sebastian Starke ins Rennen. Und auf P25 haben wir unseren Ben Summers. Pick me battles. Right, here we go. Classic Lotus Series. Week 1. Broadcast time race. Our back tires might be warm by T1. Believe it or not, there were 3 splits of 36 people in it. I'm in split 2, car number 27, starting 25th on the grid, my qualifier. Und da hat sich das Feld auch jetzt fast komplett aufgestellt. See, here we go. Very quick guys here and some just quick guys. Jeden Augenblick müsste dann auch die Startampel erscheinen. Good shade there. It's going to be hopefully really fun. You get like a downhill bump start. Who is on P1? Oliver Verhagen. 10, 9, 8, 7, right, here we go. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die neue Saison ist eröffnet. Sofort schießt hier Oliver Verhagen in Front. Dahinter direkt Luke Teunissen. Peter Konietzny ist auf P3 nach vorn gerutscht. Hat Logan Edwards überholt. Dahinter Philipp Kuhnhardt. Oh, und jetzt gehen hier 2 weit. Logan Edwards und Philipp Kuhnhardt. Und dahinter scheint es richtig gescherbelt zu haben. Da liegt schon das halbe Feld in Trümmern, habe ich gerade gesehen. Ja. Wie es aussieht, ist unser Ben aber heil durchgekommen. Und auch Sebastian Starke scheint da keinen Schaden abbekommen zu haben. Hier vorne Oliver in Front vor Luke Teunissen, Peter Konietzny auf 3, Ryan Turcotte P4, Mike Jr. P5, Josh Brain P6, Mark Sebastian 7, Alexander Mattei P8, Sebastian von P22 gestartet liegt hier schon auf P17 und direkt hinter ihm unser Ben. Und wir schauen uns nochmal schnell den Startunfall an. Here is Logan Edwards and Philipp Kuhnhardt. I would say cold tires and a little bit too fast into the first corner and then into the garage. Okay, oh dear. Landing Grinnen, oh no. Grinnen's changed to a 2-0 now. Yeah, I would say he saw the guy in front of him. He smashes the brakes because he thought he would go to the apex and then lost a little bit the end of the car and then got a little hit from behind from Fabian Vellet and then he turns. Then the chain begins. Okay, wow. Yeah, we had a lot of cars here. First corner, oh dear. Much damage on some cars. Und hier vorne an der Spitze gab es jetzt einen Wechsel. Die meisten von euch werden es gerade noch im Augenwinkel gesehen haben. Luke Teunissen ist an Oliver Verhagen vorbeigegangen. Und Mike Christopher Jr. ist an Ryan Turcotte vorbeigegangen. Da haben wir jetzt also Luke Teunissen in Führung vor Oliver Verhagen auf 2. Peter Konietzny haben wir auf 3. Mike Christopher Jr. auf 4. Ryan Turcotte P5, Josh Brain P6 und AJ Jesse kämpft hier mit Alexander Mattei um P9. Oh, und da kommt AJ ein bisschen arg weit auf die Curbs raus, verliert fast das Auto und räumt hier Logan Edwards fast noch ab. Glück gehabt. Aber durch die Aktion ist AJ bis auf P16 zurückgefallen. Direkt hinter ihm Keith Hörner, Sebastian Starke und unser Ben Summers. Auf P20 haben wir dann Daniel Gales.
Und hier vorne Philipp Kuhnhardt wieder auf dem Weg nach vorn, nachdem er durch seinen kleinen Ausritt in der ersten Kurve ziemlich weit zurückgefallen ist. Kiet macht da Druck von hinten und auch Sebastian ist da ganz dicht dran. Und jetzt biegt hier der nächste in die Box ab, Alexander Mattei. Da sind jetzt so einige in der Box unterwegs. Starkes Viererpaket hier, die Plätze 15, 16, 17 und 18. Kiet, Ben, Sebastian und Daniel. Und auch hier hinten wird wild gefightet. Kurt Klapper sehen wir da. Und da geht der nächste weit. Alejandro Santin hat einen kleinen Ausflug durchs Grün gemacht. Er fällt bis auf P24 noch hinter Christian Wagner zurück. Hier vorne die Führenden ganz, ganz eng beisammen. Luke Teunissen weiterhin in Front vor Oliver Verhagen und Peter Konietzny auf P3. Mike Christopher Jr. lauert dahinter auf P4 und Ryan Turcotte schließt die Top 5 ab. Dahinter auf P6 haben wir hier Josh Brain, P7 Mark Sebastian, P8 Hahn Sommer und auf P9 inzwischen Mickey Friesen angekommen. Wir haben hier 10 F1-Fahrer im Feld heute unterwegs. Ein riesiges Feld und aktuell führt ein F2-Fahrer, Luke Teunissen, Wahnsinn. Und hier hinten auf P13, Philipp Kuhnhardt setzt seinen Weg nach vorn fort. Er ist aktuell eindeutig der schnellste Mann im Feld, ist aber, wie ihr wisst, durch seinen Unfall am Anfang weit zurückgefallen und muss sich wieder nach vorn kämpfen. Ist inzwischen wieder auf P12 angekommen. Die Jungs gehen jetzt in die vierte von insgesamt 30 Runden und hier haben wir auch mal Barry West im Bild. Mit neuem Outfit diese Saison. Walter Wolf Racing auf P14. Und ich sehe es gerade im Relativ direkt hinterm Barry. Unser Ben hat es irgendwie geschafft und ist an Sebastian Starke und Pete Hörner vorbeigekommen. Ein Mega-Start in die neue Saison für unseren Ben. Hat ja auch eine tolle Pace heute drauf. Und da unser Tommy ja heute hier nicht am Start ist, sondern mir nur bei den Crash-Replays hilft, ist Ben heute der Einzige, der unsere Jungs hier im zweiten Split vertritt. Und P15 hier bisher in diesem wahnsinnig starken Feld. Das ist mehr als sehr gut. Sehr, sehr schade, dass die meisten unserer Jungs, die wir heute im Chat haben, im dritten Split fahren. Unser Kurt hier hat es inzwischen geschafft und ist bis auf P20 nach vorn gefahren. Wohlgemerkt, er ist von P32 gestartet. Hat also hier schon 12 Positionen gut gemacht. Hut ab. Da kommt der alte Kurt Klapper wieder zum Vorschein, der früher so gern von hinten gestartet ist, um dann durchs Feld zu flügen. Von an der Spitze weiterhin alles beim Alten. Luke Teunissen weiterhin in Front vor Oliver Verhagen. Peter Konietzny auf 3. Mike Christopher Jr. auf 4. Und Josh Brain hat es geschafft und ist an Ryan Turcotte vorbeigegangen. Oh. Oh nein. Oh Ben. Oh dude. Oh nein. Und da sehen wir es unten in Bens Switch. Ach schade. Da hatte Ben jetzt gerade einen Unfall unverschuldet. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Okay, so let's take a look. One way then, I thought. Art cards. Oh, Art cards lost the car. Oh, fuck! What a shit move, man! Really. There was a gap, but I don't think the gap was big enough for him to rejoin there. Yeah. 2 seconds is not enough, or 1.5 seconds. Yeah, it's an and he went to the awful left, and then he spun back to the right again. Yeah, and you had no chance to evade. Yeah. Also Pete Hörner was killed in this. Yeah, I killed him, unfortunately. Art, when you see that, please apologize. Because if you've been out of the track, then you have Ben, what happened? To take a look at your opponents. Because this is such an awful move. You killed Ben and also another driver. He went to the left and then spun back to the right. Und durch das Unglück von Ben haben wir gar nicht gemerkt, dass es hier vorne jetzt erneut eine Verschiebung gegeben hat. Mike Christopher Jr. ist an Peter Konietzny vorbeigegangen und liegt somit auf P3. Da konnte Peter auch schon ein kleines Stück abhängen, der ist schon 1,5 Sekunden weit weg. Und da steht unser Ben an der Box, gemeinsam mit ein paar anderen. Und natürlich ist nach dem Unfall auch für Keith Hörner hier Schluss. Sehr, sehr schade. Hatte so einen tollen Saisonabschluss. Nachdem der Start in die Saison so verheißungsvoll begonnen hat, wendet sich das hier zu einem kleinen Desaster. Der einzige Fahrer hier unserer Crew im zweiten Split ist leider unschuldig aus dem Rennen gerissen worden. Und Ben hadert immer noch mit seinem Unglück. Ich kann es ihm nicht verdenken. Auf P13 hier haben wir Barry West und auf P14 inzwischen Sebastian Starke nach vorn gefahren. Wenigstens für ihn heute ein sehr, sehr gutes Rennen. Daniel Gales, P3 in der Meisterschaft. Letzte Saison liegt hier auf P16. Hinter ihm Kurt Klapper. Kurt im Klapper-Style schleicht sich mal wieder von ganz hinten nach vorn.
Und hier im gelben ATS-Renner Christian Wagner, der Mann mit dem schlechtesten I-Rating, von ganz hinten nach ganz vorn unterwegs. Ein tolles Rennen bis hierher. Und plötzlich gibt es hier ungesehen von uns hier vorne an der Spitze den nächsten Paukenschlag. Plötzlich ist hier P1 und 2 verschwunden. Luke Teunissen liegt hier auf P6 und Oliver Verhagen steht an der Box, so wie ich es gesehen habe. Da hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Can you repair the car, Ben? Luke hat hier auch erhebliche Beschädigung am Fahrzeug. Oh, okay. Next time better. That's what happened to me in the first race. Oh, und da biegt schon der nächste in die Mauer ab. Harter Einschlag. Hahn Sommer. Hahn Sommer, the next guy crashed. Straight into the wall. Das Fahrzeug ist hinüber, finito. I'm actually ghost racing right now. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Unfall von den zwei Führenden vorhin an. Okay, next one. Oliver Verhagen. Oh. The leader and the man on B2. Oh no. Luke Teunissen P1 and Oliver Verhagen 2. What are they? Okay. Luke had some problems with the last corner and then... netcode. It looks like netcode on this one. We're close though anyway. Yeah, I mean, it was going to be a close call anyway, yeah. Like that, they might have made contact anyway, but... Ein verrücktes Rennen. Der Erst- und der Zweitplatzierte räumen sich hier gegenseitig ab. Tamas, Vize-Champion der letzten Saison, quält sich hier am Ende des Feldes durchs Rennen. So annoying. Gear up all week practicing hard for the race and then when the race comes along. Die ersten 5 hier vorne können sich schon erheblich vom Rest des Feldes absetzen. Der Abstand beträgt mehr als 4 Sekunden auf den jetzt 6 platzierten Micky Friesen. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Unfall von Hahn Sommer an. Hahn Sommer oder Hahn Sommer, oh, careful. Oh, ja. Oh, yeah. I think this is his first race, he said. Okay, yeah. That belongs to the asphalt now, boy. Hahn's car has too much damage and the race is over here. Pit crew, I have got a problem. Und im Augenwinkel habt ihr es bestimmt schon gesehen, Philipp Kuhnhardt auf seinem Weg nach vorn ist jetzt an Micky Friesen vorbeigegangen, liegt somit schon auf P6 und unser ehemaliger Führender, Luke Teunissen, fährt jetzt an die Box und stellt sein Fahrzeug ab, da ist Feierabend. Dafür läuft es heute für Sebastian Starke umso besser, ist inzwischen schon auf P11 angekommen und wird hier verfolgt von F1-Fahrer Antonio Alvarez. Daniel Gales auf P13 mit über 1 Sekunde Abstand. Dann haben wir hier hinten auf P14 Kurt Klapper, der hier mit Christian Wagner um die Position kämpft. Ihr wisst, Christian Wagner von ganz hinten gestartet. Der Mann mit dem niedrigsten Rating kämpft sich jetzt hier an Kurt Klapper vorbei und da geht er auch sauber durch. Damit Christian Wagner auf 14. Ein Top-Rennen von ihm bis hierher. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Oh yeah, there's wheels. Well, I think once the wheels off, I think that's it. So lap 6 for art cars. Oh dear, you really have to practice more. He has damage from the incident with Ben. Yeah, that front left wing don't look 100% like. Ja. Und da haben wir Art auch gerade mal im Bild. Wird hier von der Spitzengruppe überrundet. Ist nach Reparaturstopp wieder rausgefahren. Ich glaube, das macht aber wenig Sinn hier. Make the complete race. You can come tomorrow in the crash replay if you want. I'm okay to exit. Yeah. Don't think about it. But, sorry. Next time it goes better. Tomorrow we laugh about it. Okay? Oh yeah. Have a nice evening. Schade, da hat sich unser Ben jetzt hier ausgelockt und ich bin alleine mit euch. Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel des Rennens geschafft. Wir sind in Runde 10 von 30. Und nachdem Christian Kurt überholen konnte, hat er sich auch gleich schon aus dem Staub gemacht und ist schon über eine Sekunde weg von den Jungs. Nach vorn allerdings zu Daniel Gales klafft eine Lücke von über 4 Sekunden. Alejandro Santin startet jetzt hier den nächsten Angriff gegen Jay Cooper, P16 gegen P17. Da muss er aber nochmal zurückchecken. Muss man sagen, bis hierhin auch ein ganz starkes Rennen von unserem Kurt.
Kurt Klapper von P32 gestartet, liegt hier auf dem 15. Platz. Das heißt, er hat innerhalb von 10 Runden schon 17 Plätze gut gemacht. Hut ab. Mike Christopher Jr., unser Leader hier vorne, kann seinen Vorsprung zum Rest des Feldes immer mehr ausbauen. Der beträgt jetzt schon mehr als 4 Sekunden. Weiterhin auf P2 Peter Konietzny. Jedoch ist er hier stark unter Druck von Josh Brain und Ryan Trocota. Mark Sebastian auf P5 fällt immer mehr zurück. Der Abstand beträgt jetzt schon mehr als 2,5 Sekunden. Josh macht hier vorne richtig Druck auf Peter, der kann dem Druck aber bisher standhalten. Sebastian Starke hier auf P11 kämpft mit Daniel Gales und Antonio Alvarez, 2 F1-Fahrern, um die Position. Ein tolles Rennen für ihn. Aber ich denke mal, sowohl Daniel als auch Antonio sind ein kleines bisschen zu stark für Sebastian. Und es wird das Beste sein, die Jungs jetzt hier vorbeizulassen. Das macht er jetzt auch. Hat ja ein absolut sensationelles Comeback letzte Saison hingelegt. Hinter ihm Christian Wagner auf P14, ungefähr 2,5 Sekunden weg von den 3 Jungs hier. Antonio macht jetzt hier richtig Druck auf Daniel, der gibt allerdings noch nicht nach. Außenrum. Wow, das war ein toller Move. Antonio hat da eindeutig die höhere Pace im Moment drauf. Ungefähr 4 Sekunden Abstand zu Barry West, der vor ihm auf P10 liegt. Der hier gerade auf der Backstraight versucht, an Fabian Wallet auf P9 nach vorn zu gehen. Kurt Klapper hier auf P15 kann seine Verfolger so langsam abschütteln. Der Abstand nach hinten beträgt jetzt mehr als 1 Sekunde. Hier vorne alles beim Alten. Mike Christopher Jr. führt mit mehr als 4,5 Sekunden Vorsprung vor Peter Konietzny, Josh Brain auf P3 und Ryan Trocota auf P4. Weiterhin auf P5 Mark Sebastian, der allerdings schon 2,5 Sekunden weit weg ist von den Jungs hier. Auf P6 Philipp Kuhnhardt, der schnellste Mann aktuell hier im Feld. Hat die letzte Runde, die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren und versucht wieder nach vorn zu kommen. Und hier gibt es jetzt den nächsten Zweikampf. Ryan Trocota versucht da an Josh Brain vorbeizugehen, sticht da innen rein. Den Angriff konnte Josh nochmal abwehren, aber die Jungs hinten kommen wieder ein ganzes Stück näher. Sehr, sehr schöne, enge Kämpfe hier um die Position im vorderen Feld. Und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass die meisten unserer Jungs heute hier im zweiten Split nicht mitfahren können. Unser Tommy hat jetzt zur Weihnachtszeit leider familiäre Verpflichtungen, sodass er nur ab und zu mal für einen Gaststart hier antritt. Aber er unterstützt uns natürlich weiterhin mit der Crash-Analyse und der Rennnachbesprechung. Oh, und jetzt hat es hier vorne eine Verschiebung gegeben, denn plötzlich ist hier Peter Konietzny verschwunden, der liegt da. Der ehemals Zweitplatzierte hier im Rennen. Die Leader vorne fallen hier reihenweise heute aus. Und Barry hat es jetzt geschafft und konnte sich an Fabian Vallet vorbeidrücken. Durch den Ausfall von Peter Konietzny ist Barry damit auf P8 angekommen. Ein Top-Rennen bis hierher. Okay, next incident. Peter Konietzny here. Peter was on P2. Oh yes. Oh yeah. Oh. Unlucky. I'm guessing his rear tires just lifted up going over the top of that hill. Yeah, and also take a look. Oh yeah, the dirty tires. Yeah. How wide these curbs are? Take a look. They are almost the whole car, and then we lost the rear end, and then bombed. Oh, he almost missed it as well. His front right suspension is broken. Yeah. Dadurch ergibt sich natürlich jetzt hier vorne an der Spitze des Feldes eine neue Reihenfolge. Mike Christopher Jr. weiterhin in Front vor Josh Brain, Ryan Trocota auf P3 und Mark Sebastian auf P4. Philipp Kuhnhardt ist durch den ganzen Zwischenfälle auf P5 nach vorn gerutscht und wird verfolgt von Mickey Friesen auf P6. P7 haben wir dann Logan Edwards und auf P8 Barry West. P9 Fabian Vallet und die Top 10 rundet Daniel Gales ab. Daniel hat es inzwischen auch geschafft und ist wieder an Antonio Alvarez vorbeigegangen. Und hinter den Jungs hat Christian Wagner jetzt geschafft, seinen Rückstand zu Sebastian Starke komplett zuzufahren und setzt den Sebastian jetzt hier richtig unter Druck. Die Plätze 12 und 13. Kurt Klapper auf P14 ist mehr als 1,5 Sekunden weg von den Jungs.
Christian Wagner ist für mich auch ein neuer Name, aber er zeigt hier ein mehr als beeindruckendes Rennen. Wir haben jetzt Halbzeit. Christian ist von ganz hinten gestartet und liegt jetzt schon auf dem 13. Platz mit Aussicht nach weiter vorn. Runde 17 und die Plätze 8, 9, 10 und 11 haben sich jetzt hier ganz dicht beisammen geschoben. Während Tamas Bartfei, unser Vize-Champion aus dem letzten Jahr, versucht das Rennen hier irgendwie vernünftig zu beenden. Ein desaströses Rennen für ihn. Hier vorne Mike Christopher Jr. hat inzwischen 4,5 Sekunden Vorsprung und kontrolliert das Rennen. Hinter ihm hier auf P2 mit einem soliden Vorsprung Josh Brain, auf P3 Ryan Turcotte, P4 weiterhin Mark Sebastian. Und auf dem 5. Platz Philipp Kuhnhardt, der seinen Rückstand so langsam zugefahren hat. Und man sieht ja auch schön optisch im Bild, dass Philipp hier auf der letzten Rille unterwegs ist. Von hinten kommt Micky Friesen immer näher. Philipp ist auch ein F2-Fahrer. Hinter Micky Friesen zu Logan Edwards, der sich auf P7 befindet, haben wir schon eine Riesenlücke von über 7 Sekunden. Sebastian hier vorne auf P12 kämpft weiterhin mit Christian Wagner. Die Jungs haben inzwischen über 2 Sekunden Rückstand auf Daniel Gales und Antonio Alvarez. Und Christian macht jetzt hier gewaltig Druck hinter Sebastian. Ich bin mal gespannt, wie lange Sebastian dem Druck hier noch standhalten kann. Wie man sieht, hat Christian da aktuell eine höhere Pace drauf. Und da gibt es jetzt auch den Angriff Seite an Seite. Christian sticht da innen rein und geht da auch sauber dran vorbei. Toller Zweikampf von den Jungs hier. Aber der Zweikampf hat die Jungs natürlich aufgehalten, sodass Kurt Klapper wieder erheblich näher gekommen ist. Da haben wir doch trotz aller Zwischenfälle heute hier ein mehr als spannendes Rennen im 2. Split. Und ich bin mal gespannt, wie es unseren Jungs im 3. Split ergangen ist. Wir werden uns direkt nach dem Rennen hier ein paar Highlights aus dem 3. Split anschauen. Für alle Interessierten, wie immer wird der erste Split bei GSRC übertragen und damit auch die F1-Meisterschaft. Dort sind die absoluten Profis unterwegs und wir kümmern uns hier um die F2-Meisterschaft, um die Amateure. Die Jungs hier um P8, Barry West, Fabian Vallet, Antonio Alvarez und Daniel Gales sind wieder ganz nah beisammen gerückt. Antonio hat es auch geschafft, wieder an Daniel vorbeizugehen. Die Plätze 8, 9, 10 und 11. Ein schöner Vierer-Express hier, angeführt von Barry West im ikonischen Walter Wolf-Design. Die Jungs haben inzwischen über 8 Sekunden Rückstand auf Logan Edwards. Da wird nach vorne nicht mehr viel gehen. Der führende Mike Christopher Jr. hat inzwischen die 20. Runde eröffnet. Das heißt, wir haben 2/3 des Rennens hinter uns gebracht. Und Barry West bekommt jetzt hier richtig Feuer von hinten. Fabienne und Antonio drücken. Und auch Daniel lauert da hinten auf den kleinsten Fehler der Jungs. Die zwei drücken von hinten und Barry fährt hier letzte Rille. Jetzt nächster Angriff. Antonio geht dann nach außen und auch Fabian will da vorbei. Oh, das wird aber knapp hier. Tree in a row durch die Kurve, das geht nicht gut. Oh, da knallt es auch schon. Da ist Fabian Barry in die Seite reingedonnert. Da hatten aber alle jetzt hier richtig Schwein, dass sie nicht abgeflogen sind. Barry startet jetzt hier gleich den nächsten Angriff und will sich die Position wieder zurückholen. Sticht da innen rein, geht da auch sauber vorbei. Und direkt dahinter hat auch Daniel Galle seine Chance genutzt und ist an Antonio Alvarez vorbeigegangen und drückt schon hinten an Fabians Heck. Runde 20 und jetzt geht es hier vorne im vorderen Mittelfeld so richtig rund.
Und wir sehen auch direkt hinter den Jungs Christian Wagner und Sebastian Starke sind da ganz nah rangekommen. Jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Daniel Gales gegen Fabien Vallée. Seite an Seite geht es hier in die erste Kurve rein. Aber da kann sich Fabien nochmal durchsetzen. Eine irre Schlacht von den Jungs hier vorne im vorderen Mittelfeld, zu der sich jetzt auch Christian Wagner und Sebastian Starke dazu gesellen. Und selbst unser Kurt Klapper ist da gar nicht so weit weg auf P14. Ein bisschen mehr als eine Sekunde. Wir sehen ihn da hinten im Bild. Und auch hier vorne kommt jetzt Bewegung ins Rennen. Philipp Kuhnhardt hat seinen Rückstand zu Marc Sebastian zugefahren und setzt ihn jetzt mächtig unter Druck. Da gibt es den nächsten Angriff. Seite an Seite geht es ja auf die erste Kurve zu. Und Philipp drückt sich da auch innen durch. Ein ganz, ganz starkes Überholmanöver. Und auch Micky Friesen hat seinen Rückstand komplett zugefahren und ist jetzt direkt hinten dran. Oh, und Sebastian muss da irgendwo ungesehen von uns einen kleinen Wackler drin gehabt haben, denn er ist auf P15 noch hinter Alejandro Santin zurückgefallen, während die Gruppe hier rund um Antonio Alvarez weiterhin unerbittlich am Kämpfen ist. Wenn man sich die letzten Rundenzeiten hier mal so anguckt, dann ist Christian Wagner von der Gruppe hier der schnellste und ich denke mal, der wird sich kurz oder lang auch irgendwo versuchen vorbeizudrücken an den Jungs. Und auch hier vorne geht der Kampf um P4 weiter. Philipp, Marc und Micky kämpfen hier unerbittlich. Und wieder fahren Philipp und Marc Seite an Seite in die Kurve. Oh, da verliert Philipp sein Fahrzeug, muss hier weit durch die Botanik gehen. Ich weiß nicht, ob es da einen Kontakt gab. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall hat Philipp da eine Menge Zeit und den Anschluss an die Jungs verloren. Philipp Kuhnhardt here on P4. Oh, careful. Marc Sebastian. Yeah. Oh, okay. So, I would say that Marc do not have a triple. Because, yeah, it's old TV, yeah, maybe a Game Boy or so. Philipp has luck and can go on. Dafür hat Christian Wagner jetzt geschafft und ist an Antonio Alvarez vorbeigekommen. Er befindet sich somit auf P11 mit Zug nach vorn. Ich denke mal, Fabien Vallée und auch Daniel Gales sind da noch in Reichweite. Ein ganz, ganz starkes Rennen hier von Christian. Allerdings muss er jetzt hier aufpassen, dass sich Antonio auf der Backstage hier nicht den Platz zurückholt. So wie es aussieht, hat Christian aber ein relativ gutes Setup drauf geschnallt und kann hier vorn bleiben. Da haben wir hier also knapp 6 Runden vor Schluss noch richtig Feuer überall im Feld. Sehr, sehr schön. Und ich denke mal, jetzt dürfte sich auch so langsam das Thema Reifen bemerkbar machen. Obwohl iRacing ja die Reifenthematik hier in der Serie überarbeitet hat und es dürfte nicht mehr ganz so schwer ins Gewicht fallen wie vorher. Und während die Jungs hier wie wild um den letzten Top-10-Platz fighten, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Mauro Micheletti blow his engine. Oh, While downshifting, I would say. Yep. Yeah, oh dear. Yeah. And that's the end for Mauros race. Mauro ist ein ehemaliger F1-Fahrer, der eine Menge iRating verloren hat und so in die F2-Meisterschaft gerutscht ist. Oh, und plötzlich ist hier Marc Sebastian auf P6 zurückgerutscht. Da muss es noch einen Zwischenfall gegeben haben. Den schauen wir uns auch direkt jetzt gleich mal an. Marc Sebastian here again. Oh, yeah, very late braking and no, it was very late braking, I would say, and then too much brake balance to the rear, and then when he turned in, yeah. Und auch hier die Kampfgruppe um den letzten Top-10-Platz, da ist Bewegung drin. Fabien Vallée hat seinen 10. Platz an Christian Wagner verloren und auch Antonio Alvarez ist da noch durchgeschlüpft.
Und direkt hinter Fabian die nächste Kampfgruppe, Kurt Klapper, Alejandro Santin und Sebastian Starke. Das komplette vordere Mittelfeld hier noch ganz dicht beisammen. Wir sehen es hier auch mal aus Sebastians Cockpit-Perspektive. Ein schöner D-Zug vor ihm. Wir befinden uns in Runde 25 von 30, also haben wir knapp 4,5 Runden noch zu gehen. Und an jeder Ecke brennt hier die Luft. Ein wirklich völlig verrückter Saisonauftakt heute. Und ich sehe gerade in der Zeitenliste, wir hatten vorne an der Spitze des Feldes den nächsten Zwischenfall. Schalten wir sofort hin. Okay, next incident. George Bryan here. Too early on throttle. Oh dear. Ouch. Oh. Okay. Hard hit in the wall. That's your afternoon done with. Bom. Morphin. Yeah, P2. Too much pressure. Was für ein verrückter Rennverlauf. Der nächste F1-Spitzenfahrer schmeißt sein Fahrzeug in die Mauer. Weit in Führung vor allen anderen. Hier Mike Christopher Jr. Inzwischen über 10 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Ein Wahnsinns-Top-Rennen heute von Mike. Und hier sehen wir Josh Brain in der Box stehen. Das Fahrzeug ist hinüber, finito. Wie ihr wisst, haben wir heute hier 10 F1-Fahrer am Start stehen. Und ein F2-Fahrer führt das Feld hier mit einem mehr als beachtlichen Vorsprung an. Hier gibt es jetzt den nächsten Kampf. Barry West gegen Daniel Gales. Und da muss sich Barry geschlagen geben. Und von hinten drückt Christian Wagner. Jetzt brennt hier kurz vor Ende des Rennens im vorderen Mittelfeld der Weihnachtsbaum lichterloh. Daniel kann sich da sofort ein kleines Stück von der Gruppe absetzen. Und wir sehen es da hinten. Sebastian Starke konnte Alejandro Santin überholen. Allerdings musste er nach vorne zu Kurt Klapper abreißen lassen. Würde ich mal sagen, ein mehr als solider Saisonauftakt für Sebastian heute. P13 in diesem Hammerfeld, das kann sich sehen lassen. Und knapp 3 Runden haben wir ja noch zu gehen. Da kann noch so einiges passieren, zumal die Jungs hier ja alle ganz dicht beisammen sind. Wir sehen hier, Mike Christopher Jr. geht jetzt in Runde 28 von 30. Auf P2 haben wir jetzt Ryan Turcotte, knapp 6,5 Sekunden Vorsprung auf Micky Friesen auf P3 und dahinter dann Philipp Kuhnhardt auf P4. Und so wie es aussieht, ist zwischen Micky und Philipp auch noch nicht die letzte Messe gelesen. Philipp ist aktuell eine halbe Sekunde schneller als Micky vor ihm. Ich denke mal, das wird ziemlich knapp für Micky, das ins Ziel zu bringen. Mark Sebastian ist da ungefähr 8 Sekunden zurückgefallen hinter das Duo. Knapp 3,5 Sekunden hinter Mark liegt Logan Edwards, der Mann mit der Nummer 1. Nach seinem kleinen Ausritt in der ersten Kurve ein unauffälliges, aber sehr, sehr sauberes Rennen. Dann haben wir hier auf P7 Daniel Gales, der gerade Art McEwen überrundet. P8 Christian Wagner, der es geschafft hat, an Barry West vorbeizugehen. Oh, und da gibt es die nächste Berührung. Christian im Kampf um die 8. Position versucht da Art McEwen zu überrunden, der nicht rechtzeitig Platz machen kann und durch die Gegend segeln musste. Passiert. Und Christian kann sich sofort von Barry absetzen, der hier weiterhin unter Druck von Antonio Alvarez und Fabien Vallée steht. Und auch Kurt Klapper ist da noch ganz dicht dran und lauert auf seine Chance. Ein Stück hinterm Kurt. Sebastian, Alejandro und Jay kämpfen um Position 13. Mike Christopher Jr., unser Leader, hat inzwischen mehr als 15 Sekunden Vorsprung auf den gesamten Rest des Feldes und wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Ein absolutes Sahnerennen für Mike. Und ich denke mal, mit dieser Leistung wird er sich auch an die Tabellenspitze der F2-Meisterschaft setzen, denn im ersten Split fahren keine F2-Fahrer. Und Sebastian kann sich jetzt in der vorletzten Runde von seinen Verfolgern ein bisschen freifahren. Und hier vorne sehen wir es, dass Ryan Turcotte, der Mann, der auf P2 liegt, immer mehr an Boden verliert. Ich glaube, er hat es auch gerade im Chat gesagt, er hat zu wenig getankt und muss Sprit sparen. Da werden Philipp und Micky noch an Ryan vorbeigehen. Aber ich denke mal, Mark wird es schwer haben. Der Mann, der auf P5 liegt, hier aktuell. Fast 9 Sekunden Rückstand.
Und in der Einblendung sehen wir auch, dass Mike Christopher Jr., den wir hier im Bild haben, jetzt die letzte Runde eröffnet hat. Inzwischen 17,3 Sekunden Vorsprung auf Ryan Turcotte, der sich aktuell noch auf P2 befindet. Nächste Woche sind wir dann in Truxton in England zu Gast. Ein nagelneuer Kurs hier bei iRacing und die Heimstrecke von unserem Byron. Da hoffe ich mal, dass sich da die Anmeldezahlen etwas normalisieren und wir einen schönen zweiten Split haben werden, damit wir dann auch wieder alle unsere Jungs hier in einem Rennen haben und gemeinsam verfolgen können. Und so langsam bewegt sich Mike Christopher Jr. Richtung Ziel. Eine absolut grandiose Leistung. Ein F2-Fahrer zeigt den F1ern mal hier, wo der Hammer hängt. Und da ist die Zielflagge. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht nach Amerika. And the winner is Mike Christopher Jr. Und da kommt Mickey Friesen auf P2 um die Ecke geschossen. Er hat es auf den letzten Metern noch geschafft, an Ryan Turcotte vorbeizugehen. Ryan Turcotte rettet Platz 3 vor Philipp Kuhnhardt über die Ziellinie. Eine sensationelle Aufholjagd von Philipp, die fast noch mit einem Podestplatz belohnt worden wäre. P5 Mark Sebastian, P6 Logan Edwards, auf P7 Daniel Gales, P8 haben wir dann hier Christian Wagner. Wie es aussieht, kann Christian P8 ins Ziel retten. Absolut sensationell, von ganz hinten gestartet. P9 haben wir dann Barry West und die Top 10 schließt Fabien Vallée ab. Yeah, I started from the pits and then stayed in the pits, so I had to go back to the penalty, but not disappointed. I got P14. Right, Good, Thomas. Yeah, I got wheel damage on the second lap. Good job, Thomas. Also some wheel damage had to repair. And started from pit. Sebastian bringt P13 ins Ziel. Ein mehr als solider Saisonauftakt, würde ich sagen. Und auch Thomas im dritten Split scheint da relativ vernünftig durchgekommen zu sein. Und jetzt bin ich ein bisschen müde. Vom dritten Split werden wir uns dann auch gleich mal die Highlights anschauen. War ein wildes Rennen. Schade, dass Shane den Ben ist out. Yep. Mark, I haven't looked at it, but if that was my fault, I apologize. But there was so many Oh, no crashes. worries. I was trying to give you some room, but not We too take a much. look tomorrow. Oh, I could have paid you that too. To boat races. We make a crash analysis for boat races. Sort of pride myself in running into Und bevor wir uns jetzt die erste Meisterschaftstabelle der Saison anschauen, schauen wir uns noch mal ein paar Highlights aus dem dritten Split an. Lap one, and Okay. I was in the middle and didn't react properly, I guess. In the third split, we also have 36 drivers at the start. Okay, so let's take a look at the qualifying times. Wow, Richard on P2. Jonathan Van Poel here, Jonathan. yeah, Jonathan Van Poel on pole position. 111.6, so yeah. Richard Thurston on P2. Kyle McBride P3. Nathaniel Cracker P4. And Matthew Cockerham P5. Oh, Byron had a nice one here, take a look. You have a good qualifying time. I did have a good quality time. Don Rankel here, oh, he had no qualifying time. Thomas Willershausen starting from the pits. Don Rankel also was in the pit at the start. Robert with new paint. Let's take a look at this. Boy, there are so many cars. Pole sitter Jonathan has a really bad start. Many cars overtook him. Oh, Nathaniel had a really bad start. Wheel spin, yeah. Richard Thurston in front. Behind them Kyle McBride. Matthew Cockerham in third position. And also a good start from Byron and Nathaniel. And then in the first corner, the same problem as in the first split. Okay, we have some guys. Oh. Here is the big one. Okay, four Juan Jimenez. Oh dear. 4 wide. You see 4 wide. Yeah, four wide and then, yeah, it will not fit. And then Yeah, if I was Ashton, I would have backed out of that one. a lot of damage here. Oh dear. What? 4 cars. Oh. Or it is only because I want to gain a place or two in the first corner and it will not work. So we have Richard Thurston in front of Kyle McBride and Matthew Cockerham. Byron Long P7 and Nathaniel Cracker P8. Yeah. At the end of lap 1, Richard briefly loses his car. He has to drive through the gravel and loses his lead. Yeah. Also Matt O'Donnell has problems in the same corner. Lever is obviously early on brakes.
The guy behind him has problems. Yeah. Second lap. Cody Massa, yeah. He got on the grass, the car slips away, and then tank slapper smashed him into the wall, and this car is not drivable. Dario Etter. Dario loses his car. A hard hit in the wall. Lap 3. Oh, that's a bad position because you can't see the cars. Ooh, careful. You really have to take a look at your relative because you can't see the cars. Okay, next one, Jake Callaghan. P29, yeah. Oh, P16 on this one. A little trip through the grass. Lap 4. You already need them. Yeah, it's dangerous here to go over the curbs because the curbs are very high, obviously. You can take a little bit, but you can't really go beyond the angled part. Oh. Oh no! 5 meters later. 5 meters later, he destroyed his wing. I think that one should be broken. Yeah. On lap 5, Jack Mays also passes Richard for second place. Richard falls back to third place. Oh, Byron, you're off-road. What happened here? So I think I got on the graph. Yeah, so much speed and... Oh, no. What it was, I went to drop it into fourth gear and it wouldn't go into gear, so I'm cruising in neutral trying to find a gear. Okay, yeah. So it was just, oh well, I'm taking a trip across Botany. Okay. Next incident here, Travis Barkus. Whee! Also lap 6. Lost the car while downshifting, I would say. Yeah. Oh, careful. Yeah, if you've already turned in and you downshift a little too late, that's it, your rear's gone. But the engine is off. So he stalled it. Yeah, he stalled. Oh, watch out. Oh, that was close. Yeah, well caught though. Lucky situation here, yeah. But a little further, David turns away. Oh no. Oh, so it was him I saw, okay. Okay, he is there waiting, yeah. Very careful on this situation. And David waits until the field has passed. Lap 8 and we have Kyle McBride in front of Jack Mays and Richard Thurston. Matthew Cockerham on P4. Nathaniel Kröger P5, Jem Madsen P6, Travis McChristian P7 and Jonathan Van Poel P8. And on P9 Robert Simpkins at the time. Yeah, he thought he was Max Verstappen. He's like, I'm gonna get to the apex first. And it's like, that's not a corner you want to try that move. Oh. Okay, but... I gave him the room. You do not get much damage in this situation, but... Well, the steering was broke. So, so that was my race ruin. Okay. Lap 10 and Richard tries to pass Jack again. Watch out. Jack defends himself. Jesus, dude. And Richard has to move into the green and loses his podium place and the connection. That was close. Such a good race so far for Richard. While chasing Nathaniel Kröger, Travis McChristian loses his car on P6 and spins. Aye. So far a top race from Don Runkle's teammate, but he still falls behind Robert Simpkins. Travis again here. Ouch. Yeah, this curb of this corner, the outside curb, yeah, it's car is dead. So Joseph M. Oman. Oh, whoa. Ooh, break it down. Okay. What should I say? The curbs are high. Yeah, not a good place to get your wheel off the ground. Very nice and careful rejoin. Yep, nice shallow angle. Yeah. Nigel Charman. Oh, this car is kaput. I nicknamed him Lance Verstappen. I'm not gonna lie. Also in lap 11, Travis McChristian passes Robert again. Robert had a relatively solid and accident-free race so far, and Travis had connection issues. Lap 12 and Kyle McBride leads by a large gap over Jack Mays and Matthew Cockerham. Behind them Richard Thurston on P4 and Nathaniel Kröger on P5. Next one. Brian C. Smith on position 13. Oh, that's... Yeah, he was so lucky. Yeah. He was so lucky.
a slapper while downshifting is not easy to manage. One of the higher rated guys here. Also on lap 12, Nathaniel overtakes Richard and goes into 4th place. Oh, Josephine, what happened to you? Oh, whoa, 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 whoa. She lost the car, yeah, it's Coming in a bit too hot, offline. yeah. While Josephine tries to get back on track, Adnan Toromanovic also drives through the green and just misses Josephine. That was close. Matt O'Donnell, car number 6 here, too fast. Oh dear. Over the curbs and careful! Ah, bomb! Ay. That was it. Race done. Race done, yeah. For you, this race is over. Looks like overheating or overheated tires. Michelle Borghesani. Careful. Robert Simpkins was hit by her, and then Michelle just drives recklessly back onto the track. What a fucking rejoin! Oh. Man, you can't do that. It's awful. Okay. That could be a clip worthy of going on Idiot of the Week. You have to stand still. Don't move, okay? Even if you are on race line, stand still, do not move because cars are passing you left and right and... That's a protest and a half. Toromanovic. Adnan Toromanovic, on P12, okay. Lap 15 and Matthew Cockerham passes Jack Mays for 2nd place. Lap 17 and Kyle McBride is still in the lead. Behind him now Matthew Cockerham on P2, Jack Mays on 3rd place, Nathaniel Kröger on P4 and Richard Thurston on P5. Joseph M. Homan, problems while downshifting and then the car unsettled a little bit, yeah. Let's go. Lap 19 and Jack Mays, lying in 3rd place, loses his car and falls back. Yeah. Lap 24 and Nathaniel Kröger passes Matthew Cockerham for 2nd place. A really strong and close fight. And then Nathaniel has a wobble and has to drive through the green and loses his top position. Oh no. A little bit later, Richard tries to pass Matthew. He is stopped and Travis takes his chance and walks past. A very interesting and exciting duel for P3. Ernesto Melendez. Oh, too fast. Ay. Melendez the 3rd. Cooking tires. Lap 26 and Kyle McBride continues to lead by a large gap over Matthew Cockerham. Richard Thurston is back in P3, Nathaniel Kröger P4 and Cem Marzahn P5. Sergio Neagu. Ay. First corner here and worn tires. I don't know. It's lap 28 and then Nah. Richard Thurston here. And then. At this time, Richard was on P4. He was dominant that day. He was doing really well. Oh no, Nathaniel, come on! No incident for you. Ay. Oh, that was dangerous. It was last lap. And also with impact into the wall in this situation. Oh dear. Congratulations for Kyle McBride. The victory goes to America. Matthew Cockerham finished in P2 and Travis McChristian takes 3rd place. Don Runkle, his teammate right behind him on P17. Also a solid race for Don. Cem Marzahn P4, Jonathan Vanpool P5, Robert Simpkins P6 and Richard Thurston P7. We can take a look at the results. Matthew I Cockerham. think Thomas is improving quite well this season. So Matthew Cockerham in 2nd position, okay. Nathaniel here on P9. Thomas Willershausen here on Nathaniel 14, was here on P9, this is the teammate of Byron. Thomas had a very solid and calm race without incidents. Then Kleber
our friend from Brazil on 12. Kleber. Mr. Glue. Yeah. There were a lot of incidents from the leading guys, right? But I think this race does not count so much for the championship because there are so many drivers and the best F2 drivers got not so much points. But it was an awesome start to the season. More than 100 drivers registered. That was awesome. I'm gonna upload it to my Google Drive and send you a shared link. So yeah. No, that was a fun day. Oh, I will finish my recording and say goodbye to our viewers. Sorry, it was a crazy season we started on start. Quali. And my quali set, so I had to we hope you had fun with us, and we see us next week. Bye bye. The bridge last right? The one behind there. Good shade there. You get like a downhill bump start. Look at that track. Ja, liebe Zuschauer, was für ein verrückter Saisonauftakt. 108 gemeldete Fahrer in insgesamt 3 Splits, das gab's noch nie. Total verrückt. Schade, dass es für unsere Jungs nicht so gut gelaufen ist. Aber ich denke mal, das Rennen wird sowieso für viele ein Streichergebnis werden, bei den wenigen Punkten, die die F2-Leute bekommen haben. Würde ich mal sagen, habt eine wundervolle Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und bleibt unserem Kanal treu. Bis dahin, macht's alle gut. Tschüss.
have Cummins for? I need to feel good. Great, everybody. Thank you. Good race, Chris. Good race, Brandon. Yeah, I started from the pits and then stayed in the pits, so I had to go back to the penalty, but not disappointed. Yeah, I got wheel damage on the second lap. Also some wing damage had to repair. Mark, I haven't looked at it, but if that was my fault, I apologize. Oh, no worries. I was trying to give you some room, but not too much. So I could have paid for that too. Oh yeah, that's the one. That was a fun day. Okay, I will end the stream right now. Say bye-bye to the viewers and yeah, have a Merry Christmas, Twitch. Have a very a Merry Christmas. I might see you Christmas Day. A nice time with your lovely families, whatever, and bye-bye. Bye, Twitch. Bye.